Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diesen herzigen Überzug für eine Taschentuchbox für euch gehäkelt. Ich hoffe, sie gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Freude und Spaß beim Nacharbeiten. Ich verwende so eine Taschentuchbox mit 100 Stück Taschentüchern drin. Die hat die Maße 22 cm mal 11 cm und ca. 6 cm hoch. Und ich verwende ein Baumwollgarn. Das ist die Cotton Quick Print von Gründel. So ein Knäuel hat 125 Meter Lauflänge auf 50 Gramm und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 3,5. Und ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle jetzt locker eine Luftmaschenkette, die der Länge der Tempobox entspricht, also circa 22 cm. Und ich häkle, wie gesagt, die Luftmaschen relativ locker, also nicht zu fest. Und es muss eine gerade Maschenzahl sein. Und ich häkle jetzt 22 cm Luftmaschenkette und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Luftmaschenkette gemacht, die 40 Luftmaschen hat. Das entspricht genau der Länge dieser Taschentuchbox, also eine gerade Maschenanzahl, ungedehnt gemessen circa 22 cm. Jetzt achte ich darauf, dass sich das Ganze nicht verdreht und schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zur Runde. Arbeite 3 Luftmaschen und in dieselbe Öffnung, wo die 3 Luftmaschen quasi herauskommen, noch ein zweites Stäbchen dazu, dann 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche, alles in die erste Masche, noch einmal 2 Stäbchen. Jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Ich hatte eine Luftmaschenkette von 40 Luftmaschen. 4 davon brauche ich für die Ecken. Das heißt, die 4 muss ich von den 40 abziehen, dann bleiben 36. Und diese 36 muss ich halbieren. Das wäre dann 18. Das heißt, ich muss jetzt nach dieser Ecke 18 Stäbchen häkeln. In jede Luftmasche, die kommt, ein Stäbchen, 18 bei mir an der Zahl. Und wenn ich 18 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 18 Stäbchen dazu gehäkelt, ohne diese 2 hier. Die gehören zur Ecke, also wenn wir die dazu zählen, sind es 20, also ab hier gezählt 18 Stäbchen. Jetzt machen wir wieder die Ecken, zuerst die eine, das heißt, wir häkeln wieder 2 Stäbchen in eine Luftmasche
2 Luftmaschen und noch einmal in dieselbe Luftmasche 2 Stäbchen. Dann in die nächste Luftmasche machen wir gleich die nächste Ecke. Wir stechen wieder in die Luftmasche ein, häkeln 2 Stäbchen in dieselbe Masche, 2 Luftmaschen und noch einmal in dieselbe Masche 2 Stäbchen. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier eine Ecke, 4 Stäbchen, die zusammenkommen, wieder eine Ecke und noch einmal 2 Stäbchen und jetzt folgen wieder 18 Stäbchen nebeneinander, in jede Luftmasche, die kommt, ein Stäbchen. Und wenn ihr 18 Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder 18 Stäbchen nebeneinander gemacht und jetzt bleibt eine Luftmasche übrig. Da kommt noch eine Ecke hinein, also wieder 2 Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und ich schließe mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier auf den Schmalseiten jeweils 4 Stäbchen zwischen diesen beiden Lücken auf beiden Seiten und auf der Längsseite haben wir, wenn wir alle Stäbchen zählen, insgesamt jeweils 22 Stäbchen. Und jetzt kommt die nächste Runde. Wir starten mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen auf das Stäbchen der Vorrunde. So haben wir jetzt 2 Stäbchen. Dann kommen 2 Stäbchen in die Lücke. Zwei Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen in die Lücke. Das ist wieder die Ecke und gleichzeitig unsere Zunahme. Jetzt häkeln wir die 22 Stäbchen der Vorrunde ab, wieder mit je einem Stäbchen auf jedes Stäbchen. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der Ecke angekommen und hier kommen immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen hinein, immer in die Lücke. Dann häkeln wir jetzt die 4 Stäbchen der Vorrunde ab. Dann 2 in die Lücke wieder. 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und wir haben jetzt auf der Schmalseite von Lücke zu Lücke 8 Stäbchen. In jeder Runde kommen 4 dazu. Und auf der Längsseite haben wir jetzt 26 Stäbchen, also wieder 4 mehr als in der Vorreihe. Und jetzt häkeln wir wieder die 22 Stäbchen der Vorrunde ab bis zur nächsten Ecke und da sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen und auch hier häkle ich wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und dann noch die 2 Stäbchen aus der Vorrunde. Und jetzt haben wir hier 4 und da 4 und zusammen wieder 8 Stäbchen, genau wie auf der anderen Seite. Und wir schließen wieder in die dritte Luftmasche. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt häkeln wir im gleichen Sinne weiter. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen, häkeln die 3 Stäbchen, die da noch sind, aus der Vorrunde ab. Also insgesamt 4, dann 2 wieder in die Ecke, 2 Luftmaschen, 2 in die Ecke und häkeln jetzt die 26 Stäbchen aus der Vorrunde ab. Und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen und auch hier mache ich 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Dann häkle ich die 8 Stäbchen der Vorrunde ab. Häkle wieder die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und häkle wieder alle Stäbchen der Vorrunde ab bis zur nächsten Ecke und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen, häkle wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Ecke, häkle die 4 Stäbchen der Vorrunde ab und schließe wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus und eine Reihe brauchen wir noch und die ist ganz genau gleich sinngemäß, nur dass sich sowohl auf den Schmalseiten als auch auf den Längsseiten wieder 4 Stäbchen insgesamt mehr ergeben. Ansonsten funktioniert diese 4. Reihe ganz genau gleich wie die 3. Reihe. Jetzt ergeben sich 2, 4, 6, 8 Stäbchen bis zu die 2 Luftmaschen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe jetzt 4 Runden gehäkelt, habe auf den Längsseiten 34 Stäbchen und auf den Schmalseiten 16 Stäbchen. Und das ist schon fast so groß wie die Tempobox, ein bisschen kleiner, aber das passt. Es soll sich ja ein bisschen drüber spannen dann.
Zu groß ist auf keinen Fall gut. Und jetzt häkle ich die nächste Reihe, das ist sozusagen eine Übergangsreihe zu den Seitenkanten dann. Ich häkle alle Stäbchen ab bis zur Ecke, also bis zur Lücke. Und häkle jetzt statt der gewohnten Ecke einfach 2 Stäbchen in die Lücke. Und dann geht es gleich auf der Längsseite weiter und wir häkeln bis zur nächsten Ecke alle Stäbchen ab und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen und auch hier häkle ich einfach 2 Stäbchen in diese Lücke hinein, arbeite alle Stäbchen ab und auch bei den nächsten beiden Ecken machen wir das genau gleich. Einfach 2 Stäbchen in die Lücke häkeln und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und schließe mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt ist es ganz einfach, wir häkeln jetzt einfach lauter Stäbchen rundherum, auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen, auch hier, wo vorher die Ecken waren, sind ja jetzt Stäbchen, die müssen wir jetzt einfach nur abhäkeln. Das Ganze beginnt sich dann zu wölben, das passt. Und ihr müsst jetzt so viele Reihen Stäbchen machen, bis die Taschentuchbox bedeckt ist. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt Stäbchen gehäkelt, bis der Überzug sozusagen bis zum Tisch reicht. Das sieht dann so aus. Und jetzt machen wir Folgendes, damit es auch wirklich gut sitzt. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle zunächst auf jedes Stäbchen der Vorrunde eine feste Masche und das mache ich die ganze Runde so. Einfach lauter feste Maschen auf jedes Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Beginne wieder mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich auf die erste Masche. Häkle weitere 3 feste Maschen, also insgesamt 4 und häkle dann 2 zusammen abgemaschte feste Maschen, also 4 habe ich gemacht und die 5. und 6. da steche ich zuerst in die erste ein, hole den Faden durch, dann steche ich in die zweite ein, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche, also ich masche alle 3 Fäden ab. Ich zeige es euch gleich noch einmal. Ich häkle 4 feste Maschen, ganz normal. 4 und die 5. und 6. mache ich so, ich steche in die erste ein, hole den Faden durch, steche in die zweite ein, hole den Faden durch und masche alle 3 Fäden gemeinsam ab. Auf diese Weise reduzieren wir die Maschenzahl. Das muss sich auch nicht genau ausgehen. Das macht ihr einfach so oft es sich ausgeht und am Ende der Runde
sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bei mir bleiben jetzt am Ende 5 feste Maschen übrig und da mache ich es jetzt so, ich häkle noch 3 feste Maschen und dann am Schluss die letzten beiden noch, mache ich noch eine Abnahme. Und dann schließe ich zur Runde mit einer Kettmasche, hole eine Luftmasche und häkle wieder lauter feste Maschen, also noch eine Runde feste Maschen. Und da, wo die zusammen abgemaschten festen Maschen sind, kommt auch jetzt nur eine feste Masche hinein. Und wir häkeln wieder rundherum. Lauter feste Maschen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder mit der Runde fertig, schließe wieder mit einer Kettmasche in die erste feste Masche und da ich noch ein bisschen Garn übrig habe, mache ich noch eine Reihe feste Maschen. Das muss nicht sein, ihr könnt auch noch eine weitere machen. Ich mache jetzt noch eine Reihe und dann sehen wir uns wieder, also ohne Besonderheiten, einfach lauter feste Maschen. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, habe zur Runde geschlossen, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt werde ich die Fäden vernähen und dann zeige ich euch noch, wie das unterhalb der Taschentuchbox dann aussieht. Bis gleich. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus und ich wollte euch eben noch die Unterseite zeigen. Da sieht das so aus und so ist die Taschentuchbox gut versorgt. Und das sieht wirklich hübsch aus. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Freude und Spaß beim Nacharbeiten dieser Taschentuchbox und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.